Mach doch mal einen Geschenkanhänger für eine Flasche. Okay, dann mache ich das mal, wenn das gewünscht ist. Das ist mein Geschenkanhänger für die Flasche, gefüllt gleich mit was Süßem. Und zwar 3-mal Schokolade. Ich denke, das passt ganz gut. Und bei mir gibt es keine Wein- oder Sektflasche oder Champagner oder was auch immer, sondern bei mir gibt es eine Leuchtflasche. Genieß an deinem Tag das süße Leben, nur für dich. Okay, wie ich das gemacht habe, das zeige ich dir jetzt. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie und ich bin eigentlich gerade zur Reha, aber eine Bastelidee habe ich trotzdem für dich. Alles vorher schon vorbereitet. Und zwar gibt es diese Leuchtflasche. Moment, da leuchtet sie. Siehst. Und daran habe ich einen Flaschengeschenkanhänger gebastelt. Flaschenanhänger, Geschenkanhänger, was auch immer. Mit Süßem. Hier vorne drin sind 3 Stück Schokolade. Und die Anleitung dafür gibt es jetzt. Was brauchst du? Ein Stück Farbkarton, Designerpapier, da habe ich mir schon mal zurechtgelegt, das Papier. Und einfach elegant. Und ich nehme hier diesen farbengrünen Farbkarton aus dem neuen Mini-Katalog. Jetzt kann man ihn ja zeigen. Habe ich auf der Seite 9 die kreative Kissenschachtel mir gleich besorgt. Da gibt es eine schöne Stanzform dazu und auch noch einzelne kleine Stanzformen und die verwende ich jetzt hier. Und dann auch ein paar kleine Kreise habe ich mir ausgestanzt mit meinen lageweise Kreise und allen Kreisen, die ich so im Laufe der Zeit gesammelt habe. Ja, dazu sage ich dann gleich was beim Basteln, welche wir auswählen. Aber es geht erstmal los mit dem Farbkarton. Der ist zugeschnitten in den Maßen 24,5 x 10,5 cm. Gute Nachricht, du bekommst aus einem A4-Blatt also 2 Flaschenanhänger. Jo, ich ziehe mal das Beinchen raus, wahrscheinlich brauche ich es. Also 24,5 x 10,5 cm. Die erste Falzlinie brauchen wir bei 5,5 cm. Die zweite bei 6,5 cm. Und die dritte bei 18 cm. Auch da bist du natürlich völlig frei. Das kann man ja ganz anders, größer oder kleiner, aber ich fand das so ganz gefällig. Die kurze Seite angelegt, werde ich jetzt falzen links und rechts bei 1 cm. Und bei 2 cm, hoffentlich habe ich jetzt an der richtigen Seite geschnitten. Also bei 2 cm und auf der anderen Seite auch. Drehen wir mal einmal um. Da habe ich einmal aufgepasst. Bei 1 cm und bei 2 cm. Schon habe ich ein Stück geschnitten. Jetzt nicht schneiden, bei 2 cm. Wir schneiden gleich und zwar können wir einschneiden. Von hier oben angefangen, das ist das Feld, also hier unten ist das Feld, die erste Falzung 5,5, 6,5 und hier sind die 18 cm und mit dieser Seite lege ich es oben an, nochmal bei den 2 cm und fahre jetzt auf meiner Falzlinie runter bis zur ersten Linie hier unten von den 2 mit dem Zentimeter. Ja, also bis zu dieser Linie hier bei von unten angefangen 6,5. Und das mache ich auf der anderen Seite auch so, da fahre ich von unten wieder hoch. Ja, wenn das gut liegt, dann passt das. Okay. Und nach oben. Das passt. Und der Papierschneider kann beiseite. Und jetzt schneide ich erstmal diese Streifen hier ab. Das kannst du übrigens aufheben. Das wären wunderbare Henkel für eine der nächsten Verpackungen. Ganz sicher. Ich habe mal so eine Tasche gemacht. Fällt mir gerade ein. Falzen wir aufeinander. Und können es dann einfach hier so ein bisschen die Richtung brechen. Noch besser natürlich mit den Falzbeinen. Und dann hätten wir hier so einen Henkel. Also kann man aufheben. Wird ein schöner, stabiler Henkel. Nichts wird hier weggeschmissen. Gleiche Sache, zweiter Henkel. Ein bisschen locker drüber. So, zusammengeklebt, fertig. Henkel beiseite, heben wir für später auf. Okay, das nur so am Rande. Dieses hier oben wird so gefalzt. Dieses hier unten so. Der Steg nochmal nach oben. Und jetzt ergibt sich das auch. Dieses hier unten brauchen wir. Das erste Feld hier wir stehen als Einlage. Und das zweite Feld schneiden wir hier ein. Komplett. Und beide durch. So, jetzt nochmal so
So, diese kommen nach innen. Diese falten wir gleich hoch. Und jetzt haben wir einen Falz und den zweiten Falz und einen Falz und den zweiten. Können wir uns das schon mal vorstellen, wie das gleich fertig ist. Also wieder null Zauberei, in 0, nix fertig. Genau, wir können schon aufkleben. Doppelseitiges Abreißklebeband hier auf diese Klebeflächen und zwar innen. Das zeige ich gleich nochmal hoch, bevor es bei dir an der falschen Seite klebt. Oder bei mir. Schauen wir mal. So wird es rumgefaltet. Hier die Ecken müssen dann hoch. Und dieses kleben wir hier innen rein. Okay, alles klar. Jetzt brauchen wir Designerpapier. Und zwar schneiden wir uns da ein Stück. Wie gesagt, ein Stück auf 6 cm. Du kannst natürlich auch überall Designerpapier aufspringen, aber ich brauche also ein Stück auf 6 cm, weil das ist 6,5 geblieben am Ende. Links und rechts die 2 cm, kommen wir wieder auf 10,5. Nochmal auf 6 cm. Und ein Stück auf 6 mal 5 cm. Wir könnten uns dann noch einen Streifen abschneiden für dieses Feld hier hinten. Aber ich möchte es gar nicht verkleiden, weil ich da oben meinen Spruch drauf habe. Also das reicht schon, die 2 Designerpapiere, 6 mal 6 und 6 mal 5 cm. Und jetzt wird aufgeklebt. Hier oben. Ich klebe das größere also oben hin. Und das kleinere so rum hier vorne auf die Klappe. Indem ich hier mit dem Farbengrün arbeite, habe ich mir überlegt, das andere ist ja weiß und gold, das ist super, aber ich bleibe nochmal mit grün und nehme mir, vergessen wie es heißt, Waldmoos. Waldmoos, ja. Ich nehme mir Waldmoos dazu. So, und das kann ich jetzt kleben. Das mache ich auch. Sieht das hier? Nee, ich klebe es noch nicht. Quatsch, ich klebe es noch nicht. Ich warte mal noch. Wir kommen jetzt zu den Kreisen. Bei mir fliegt erstmal alles, wie sich das gehört. Also ich blätter 1 und 2, 3. Mache meine Stanzmaschine auf. Muss jetzt einmal kurz denken, ob ich alles im Blick habe. Ja, passt alles. Okay. Und jetzt suche ich mir die passenden Kreise. Ich habe da ein bisschen experimentiert. Hier habe ich Handstanzen genommen. Ich möchte es ruhig ein bisschen größer haben, dann kann ich es auf verschiedene Flaschen variieren. Und nehme jetzt nach allem Üben hier diese Variation. Ich glaube, die gefällt mir am besten. Dann ist es in jedem Fall groß genug und passt hier trotzdem noch super drauf. Damit ich die Mitte erwische für meinen Kreis, gehe ich mal auf die Rückseite, nehme mir einen Bleistift und eine Kante, in dem Fall dieses, und mache mir in die Mitte über die Diagonalen einfach ein Kreuz. Das muss nicht 100% exakt sein, aber so ein bisschen hätte ich es schon gern schön. Und jetzt stanze ich hier einmal aus. Kann ich auch auf dieser Seite machen, da sehe ich das eigentlich ganz gut. Stelle ich gerade fest, das passt auch. Das Kreuz liegt in der Mitte. Das Kreuz bietet sich vor allem an, wenn du mit Handstanzen arbeitest, merke ich gerade. Da war das nämlich vorhin eine wichtige Sache. Und dann leiere ich das genau das Stück durch. Und dann haben wir das schon. Ich kann das auch so rum machen. Also erstens wird es auf beiden Seiten sowieso gleich schön ausgestanzt und zweitens wird es ja dann mit diesem Kranz hier versorgt. So, Maschinchen wieder weg. Arbeitstisch schon wieder ein bisschen aufräumen. Was hier nicht alles rumsteht heute. So, das Fläschchen. Weißt du Bescheid. Den lege ich schon mal hin, so soll es aussehen. Jetzt wird hier oben der Ring aufgeklebt, auch da Flüssigkleber. Wie habe ich den gemacht? Zeige ich nochmal. Ich habe den Farbkarton genommen, den einen Ring hingelegt, den zweiten Ring platziert und das Ganze so komplett in einem Stück durch die Big Shot oder durch die Stanzmaschine. Kleine Stanzmaschine. Aufgeklebt. Hier oben rein. Und das ist super. Und wir gucken mal,
Das hält auch super. Und wie gesagt, die Flasche kann jetzt eben auch mal dicker sein. Ich bin ja derjenige, der null Alkohol trinkt, aber sehr wohl Flaschen sammelt. Und deswegen habe ich sehr schöne Flaschen und mache dann meistens eine Lichterkette rein. Außen auch gerne eine schöne Gestaltung drauf. Man kann da auch gut drauf stempeln. Ja, und natürlich kann man sie gut verschenken. So, ich habe inzwischen die Schutzfolie abgezogen. Klebe das Stück jetzt hier innen rein. Das mache ich auf der anderen Seite auch. Das ist auch ganz schnell gemacht. Wie gesagt, du könntest da noch Designerpapier extra gegenkleben. Ist genauso machbar. Schauen, dass wir das schön gerade drauf kriegen. Am besten von hinten gucken und dann drücken. Notfalls das Falzbein nehmen, noch rein. Dann passt das. So schaut das aus. Die Schokolade rein. Man kann auch die Schokolade so reinmachen. Also es sieht auch sehr edel aus. Danke, danke, danke steht natürlich drauf. Genau. Schoki ist drin. Passt perfekt. Das sitzt dran. Passt auch super. Wir beleuchten schon mal unseren Arbeitstisch wieder. Und jetzt brauchen wir nur noch 2 Standsteile. Und ich habe mir jetzt, weil es hier einfach liegt und das Süßigkeiten sind, einfach genommen das nur für dich. Denn das stimmt ja. Irgendjemand kriegt es nur für sich persönlich und für 2 Leute ist schon wieder schlecht. Wenig Schokolade. Moment, Waldmoos. Da hätten wir es schon, das Waldmoos. Stempeln wir mal für dich drauf. Ich glaube, mein Waldmoos muss mal aufgefüllt werden. Sowas von. Aber man kann es lesen. Und der zweite Stempel, den wir drauf stempeln, ist: Genieß an deinem Tag das süße Leben. So, und dann nehmen wir dieses Feld. Waldmoos ist alle. Und da ist es drauf gestempelt. Gescheckt auch, das ist recht witzig. Stempel putzen. Und dann ist das Ganze gleich fertig. Nehmen wir noch ein bisschen Abstandsklebepunkte, die sind wieder weg. Sie gefunden. Ja, Dekoration bist du ja garantiert der Meister. Geht ja wieder alles. Ich mache so. Klebe das hier oben rein. Es kann ruhig ein bisschen überstehen, auch das ist witzig. So. Und hier unten setze ich den Kreis, einen auf den anderen Kreis und das Ganze flach auf. Und ich finde dieses Grün, die Grüntöne ganz schön. Ja, viel mehr muss nicht. Vielleicht noch ein Bling Bling. Moment, komme wieder. Hier noch so schöne Bling Bling Steinchen. In dem Fall geht das Bling Bling mal dahin. Jo, brauche ich eine zweite Flasche. Die werde ich dann in Ruhe später arbeiten. Wahrscheinlich erst, wenn ich von der Reha zurück bin. Bin ich ja, glaube ich, mal erzählen, wo ich bin später. Ich bin am Meer in St. Peter-Ording. Da war ich schon mal und da ist es einfach wunderschön. So, hier mein erster. Genieß an deinem Tag das süße Leben und den wir jetzt zusammen gemacht haben. Mit diesem tollen Designerpapier. Ein bisschen edler. Total schicki, finde ich. Und mit so einer Leuchtflasche auch nochmal eine ganz tolle Sache. Süßigkeiten dazu. Geht natürlich auch an jede echte Flasche, voll oder leer. Wie du magst. Ja, das war mein Projekt für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Dann gib mir gerne einen Daumen hoch. Abonniere meinen Kanal, wenn du das noch nicht gemacht hast. Klicke am besten gleich auf die Glocke neben dem Abo-Button. Dann verpasst du keine meiner weiteren Anleitungen. Alles Wichtige findest du außerdem in der Beschreibung unter dem Video und ansonsten verlinke ich dir auch einige Videos rechts oben. Und hier geht es gleich weiter mit noch mehr Anleitungen und Tipps. Also bleib am besten dran und sei gespannt. Bis gleich in meinem nächsten Video. Ich freue mich auf dich, deine Angela von der Stempelfamilie.